Wir bauen eine Modellbahn und ich habe in der letzten Episode versprochen, dass ich mal alles so ein bisschen hübsch mache. Ich habe auch ein bisschen Utensilien mitgebracht aus dem Schminkbedarf und aus dem Fotoladen. Damit macht man normalerweise Objektive sauber und damit kann ich jetzt einfach ein bisschen den Dreck noch von den Gleisen pusten und kann hier noch ein bisschen schauen, dass dann auch eben alles sauber ist. Weil ich habe ein bisschen gebohrt und ein bisschen gehämmert und ein bisschen gelötet und ein bisschen geklebt und habe versprochen, dass ich bis zu dieser Episode mal so den Kabelsalat ein bisschen wegräume. In der letzten Episode haben wir die Weichen alle angeschlossen, wir haben die Signale digitalisiert und hier sah es aus wie im Kabelbedarfshandel. Da lag ganz viel Zeug rum und das habe ich jetzt alles unter die Platte und damit ihr das sehen könnt, mache ich jetzt einfach mal hier ein bisschen die Sachen wieder weg. Und ihr könnt mit mir mal unter die Platte schauen. So, ich räume ein paar Sachen zur Seite. Einmal das C-Gleis-Planbuch, das bei den Startpackungen und bei den Ergänzungspackungen zum Teil dabei liegt, wo man noch mal sehen kann, was man sich so alles an Landschaften bauen kann. Wir haben einfach uns mal ein bisschen Inspiration geholt aus den Start- und Ergänzungspackungen. Wir schauen uns noch mal ganz kurz in der anderen Kamera von eben an. So, und da sieht man es nämlich sehr schön in scharf. Hier sind alle diese Gleispläne zu sehen. Und das kann man mit Ergänzungspackungen zum Beispiel dann so auslegen. Und wenn wir es uns mal von oben anschauen, dann seht ihr, was ich jetzt einfach mal hier ausgelegt habe, nämlich eine Startpackung. Wir haben die ICE 2 Startpackung genommen. Ich zeige die mal ganz kurz in die Kamera. Die haben wir genommen. Da waren nämlich schon so Bogenweichen mit dabei hier an der Seite. Und die haben wir genau quasi so hingelegt, haben aber den Bahnhof hier unten ein bisschen anders gebaut, haben da eine Doppelkreuzweiche eingesetzt und eine andere Weiche noch aus einer anderen Startpackung verwendet, nämlich aus der Startpackung für unseren, Moment, welche war es? War es die mit dem Baustellenzug? Genau die hier, guckt mal her, die haben wir noch verwendet und haben uns die Weiche einfach aus dieser Startpackung noch stibitzt und haben uns die Startpackung auch gleich noch mit dazu aufgebaut. Also deswegen fährt hier der gelbe Baustellenzug und unsere schöne Dampflokomotive aus der Epoche 3, die haben wir auch noch genommen, ist auch noch eine Startpackung. Und die haben wir jetzt quasi mal so ein bisschen kombiniert in dieser Anlage, die vor mir steht. Dazu haben wir zwei Signale aufgebaut und auch schon angeschlossen. Die funktionieren auch schon, kann man auch alle schon mit der Mobile Station steuern, indem man hier einfach mal jetzt, Moment, das war die Weiche, 1, 2, 3, mal schauen auf welchem, das war auch die Weiche, ne, das war das Entkupplungsgleis, nochmal eine Weiche und ich glaube jetzt, hier ist das Signal, das gerade schön geschaltet wird an der Seite. Da kann man es ein bisschen sehen. Hier von grün auf rot hier mit dem kleinen Signal. So, haben wir alles angeschlossen und ich habe auch zum Teil schon die Schienen festgeschraubt, die Gleise festgeschraubt. Dazu habe ich mir so ein paar Gleisnägel hier von Märklin geholt. So sehen die aus. Eine kleine Packung Gleisnägel und da können wir jetzt noch 2, 3 Schienen festmachen, damit ich die Anlage dann noch mal komplett umdrehen kann. Dazu nehme ich mal die kleine Lok vom Gleis, stelle die dabei da hinten auf meine Theke und dann nehme ich mir gleich mal hier einen sehr kleinen Schraubenzieher an die Seite und dann, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, wenn ich das hier mache an der Seite, sonst zeigen wir es vielleicht von oben, ne, von welcher Kamera auch immer. Man sieht es hier vielleicht, nee, seht ihr nicht so gut, dann zeige ich es euch erstmal an einem normalen Gleis, wie wir jetzt so einen Gleisnagel da reinmachen. Ich nehme einfach mal eine Kurve und zeige das hier mal her. Dann seht ihr, sind da so Einkerbungen drin an der Seite. Hier, ich hoffe, das kann man sehen. Da ist so eine Einkerbung. Und wenn ich da jetzt mit dem Schraubenzieher einfach mal so reingehe, dann habe ich die einfach so ein bisschen rausgemacht. Und jetzt ist da ein wunderschönes kleines Loch drin. Ne? Jetzt sieht man das einigermaßen hier mit dem Loch. Und jetzt kann ich einfach so eine Gleisschraube hier reinmachen und kann das Gleis dann eben hier auf der Platte festschrauben. Und dann kann ich die Platte auch spazieren tragen, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt spazieren, aber ich kann sie wegräumen. Also wenn ihr so eine richtig schöne große Platte habt und ihr wollt die aber nicht dauerhaft irgendwo stehen haben, dann kann man die eben auch ein bisschen aufstellen und woanders hinstellen. Und genau das wollte ich jetzt machen. So, jetzt muss ich nur alles, was lose ist, auf der Platte kurz wegräumen. Also das berühmte rollende Material müsste man weglegen. Dazu fahre ich jetzt mal kurz den Zug zu mir. Komm, so, ja, vielleicht nicht unbedingt auf der Weiche zurückfahren, wenn sie gerade anders gestellt ist. So, fahren wir einmal die Runde. Und räumen den kleinen Freund kurz auf. Erstmal die Wagen zur Seite räumen. Das ist also der Baustellenzug aus dieser Startpackung. Und den räumen wir als erstes auf.
Kann man sich auch noch so eine schöne Vitrine kaufen, wenn man möchte. Dann packen wir mal das Geländekrepp schon zur Seite, mit dem wir nachher weiter basteln werden. Mein kleiner Werkstattschuppen ist auch schon an der Seite zusammengebastelt. Den will ich später zu so einer Art kleinen Betriebswerk bauen. Signale sind fest. Noch nicht ganz, das muss ich vielleicht noch mal irgendwie fester machen. Das Häuschen ist fast fest, da müssen wir aufpassen. Oh, mein Tunnel habe ich nur hingestellt dabei. Das ist noch nicht fest. Das habe ich einfach so dabei hingestellt. Vielleicht bauen wir es nachher irgendwie mit ein. So, und ist noch irgendwas locker? Locker vom Hocker? Ich glaube nicht. Dann probiere ich es einfach mal, weil ich habe hier diesen Unterbau genommen von Auhagen. Da hatte ich was Schönes gefunden. Und zwar hier so ein Unterbaumodul, das ihr hier mal sehen könnt. Und das habe ich einfach jetzt zusammengebaut und da habe ich die Anlage draufgestellt. Da kann man eben ganz verschiedene Module hier kaufen, so Modulsätze, und dann werden die einfach hier zusammengeschraubt. Das haben wir jetzt mal gemacht und das zeige ich euch jetzt einfach mal von der Rückseite, damit ihr sehen könnt, wie simpel das ist, wenn man hier sich seine Modellanlage in wenigen YouTube-Episoden zusammenbaut. So, ich ziehe das mal nach hinten. Achtung, jetzt wird es laut. Und wenn alles gut geht, fällt jetzt auch nichts um. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um den zweiten Stock hier oben. Schauen wir mal, ob der hält oder nicht hält. So, jetzt seht ihr die Anlage mal richtig schön von oben. Und jetzt ziehe ich mir mal ganz kurz die Kabel hier noch weg von der Mobile Station. Ich verstecke mich mal ganz kurz hier hinter der Modelleisenbahn. Ah. So, ist aber immer noch so, dass man es tragen kann. Ich habe extra darauf geachtet, dass man die Platte wegräumen kann. Und jetzt drehen wir die mal hier einfach um. So, hier im Studio hängen ein paar Kamerakabel, da muss man aufpassen. So. Und jetzt seht ihr das gleich mal von hinten, wie wir das hier mal vorbereitet haben gemeinsam im Studio. So, ich verschwinde mal kurz hinter der Anlage und schau mal mit euch dahinter, ob ihr da was erkennen könnt oder nicht. No, einigermaßen, oder? Fangen wir mal hier an der Seite an. Hier haben wir jetzt einfach unter die Platte den Decoder geschraubt. Das ist der M83 Decoder, der unsere Weichen steuert. Und hier oben sieht man es jetzt nicht. Hier oben wäre noch ein Signal. Das sehen wir jetzt aber gerade nicht. Das zeige ich euch in einer anderen Kamera gleich mal. Und hier haben wir Verteilerplatten reingemacht. Und die Verteilerplatten kommen jetzt rot und braun an. Und das ist alles dieser Strom direkt von der Gleisbox, von der Mobile Station. Und den haben wir einfach hier rausgezogen, sodass wir uns die Mobile Station jetzt ein bisschen umgebastelt haben, sodass wir jetzt hier einfach mit Muffen und Steckern arbeiten, sodass wir dann an der Gleisbox den Strom direkt nehmen. Das heißt, ich habe den Strom jetzt nicht mehr direkt an der Anlage angeschlossen, sondern also im Gleis angeschlossen, sondern ich habe den Strom erstmal über so eine Verteilerplatte geschickt. So, und dann seht ihr schon, gibt es noch weitere Kabelfarben, nämlich gelb und braun. Und da ist noch nichts dran. Das ist nämlich meine Kabelfarbe dann später für das Licht. Denn ich habe auch Weichenlaternen bereits eingebaut. Und diese Weichenlaternen können wir jetzt an einen Trafo anschließen, an einen Lichttrafo. Die müssen wir uns nicht vom Gleis holen. Dann sparen wir damit ein bisschen Saft für die Bahn. So, jetzt drehe ich es wieder um. Und, oder stellt es wieder hin. Achtung. So. Und alle hopp. Ganz vorsichtig, wegen der Kabel hier oben. So. Und dann seht ihr auch bereits, was hier schon entstanden ist. Ich weiß nicht, ob man es ganz gut erkennen kann. Hier haben wir schon so ein bisschen Berg gebaut an der Seite. Und dieser Berg hier, den wir hier haben, der ist zum Beispiel mit diesem Geländekrepp entstanden. Und zwar habe ich mir so ein Anlagenset geholt zum Modellbahnbau von Noch. Und da ist schon eine ganze Menge drin. Ich kann das mal kurz mit euch ein bisschen auspacken, was da drin ist. Dann sieht man nämlich, huiuiuiui, großes Paket. Das ist eigentlich super für Anfänger. Also da ist jetzt auch noch eine Brücke drin und Tunnelportale und noch ein zweites Tunnelportal. Dann sind da drin schon Bäumchen. Dann ist da Gras mit dabei und ein bisschen Geländespachtel und Farben, Acrylfarben sind mit drin. Die können wir schon später brauchen. Und was auch drin sind, sind diese Holzstreben. Und genau diese Holzstreben kann man jetzt verbinden mit so kleinen Plastikverbindern hier, so ein Kunststoffverbinder, die wir hier haben. Und dann kann man sich damit so eine Berglandschaft bauen. Also haben wir in einem anderen Video, in einer anderen YouTube-Serie gezeigt, wie man sich einen richtig großen Berg baut, haben wir das gleiche System genommen. Hier, ich halte das mal in die Kamera hier rein. Und dann könnt ihr sehen, damit kann man dann eben so richtig schöne, große Berge bauen. Ja, da wird das dann so verstrebt. Und das haben wir gemacht, nur in ein bisschen kleiner. Und das dann kombiniert mit so einem Geländekrepp, das man dann schön ummanteln kann. Kies und Wasser und eine
Grasspritzdose ist auch noch dabei. Da können wir dann das Gras noch schön auf die Anlage beflocken. Und da haben wir noch ein bisschen Spaß für die nächsten Tage. Das räume ich jetzt mal kurz zur Seite. Die Farbe können wir schon mal draußen lassen. Und dann kann ich euch das nochmal hier in klein zeigen. Also hier mit diesen kleinen Strebungen und diesem Geländegriff. So, und da müssen wir jetzt weitermachen. Das habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Denn da wird dann später unser Gips drauf kommen. Da kommt dann so ein Geländegips drauf und dann können wir die Anlage auch zumachen. Jetzt können wir uns überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Wir können jetzt erstmal schauen, ob die Verkabelung funktioniert, indem wir mal die weichen Laternen anschließen. So, aber man kann es noch mit einer Person tragen. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nichts draufstelle, wo ich noch mal hin will und das ist so wieder hinstelle, dass ihr es in der Kamera gut sehen könnt. Ja, ihr könnt es erkennen, gell? So sollte das funktionieren. Okay, hält einigermaßen. So, und jetzt schaut mal her, ich habe mir die Gleisbox ein bisschen umgebaut, einen Ticken. Und zwar habe ich mir einfach, da waren vorher diese Flachsteckhülsen dran und die habe ich mir einfach abgezwickt und habe mir da jetzt einfach 2 Stecker dran gemacht. Und jetzt kann ich diese beiden Stecker eben nehmen und kann die direkt an die Anlage anschließen, an die beiden Kabel da hinten. Das kann man jetzt hier in der Kamera ein bisschen sehen. Also habe ich mir die einfach verlängert und jetzt mache ich mir einen roten Stecker in eine rote Muffe und einen braunen Stecker in eine braune Muffe. Und auf die Art und Weise ist der Strom jetzt schön unter der Anlage versteckt. Und diese diese Gleisbox, die könnte ich mir theoretisch auch noch unter die Anlage schrauben. Ich könnte jetzt einfach hier, da sind auch schon so 2 Aussparungen, so 2 Löcher drin. Dann kann man sich auch diese Gleisbox, diese hier auch unter die Anlage schrauben. Und dann kommen hier vorne einfach die Kabel raus. Und da gerade eben, wo die Löcher zu sehen waren, kommt dann zum Beispiel mein Anschlusskabel für die Mobile Station raus. Und dann habe ich das alles schön aufgeräumt und habe gleich eine Anlage, die man auch dann mal wegräumen kann, wenn man den Platz im Zimmer für was anderes braucht. Das ist ja auch ganz praktisch. So, wenn jetzt alles gut geht, dann fährt die Anlage auch gleich wieder hoch, beziehungsweise dann fährt auch mal eine kleine Lok. Machen wir eine kurze Probefahrt, ne? Und drücken mal kurz auf Stopp und fährt wieder. So soll das sein. Und meine Signale sollten auch funktionieren. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Licht auf der Anlage noch parallel an. Dazu suche ich mir jetzt einen Trafo. Und zwar muss ich da mal ganz kurz fragen hinter die Kulissen, ob du mir mal kurz einen reichen könntest. Das wäre super. Dankeschön. Danke. Und zwar sowas hier. Das ist eigentlich ein Sicherheitstransformator, mit dem man früher analoge Anlagen auch steuern konnte. Und den könnt ihr wunderbar verwenden für die Lichtsteuerung eurer Anlage. Man kann auch theoretisch einzelne Lichttrafos kaufen von verschiedenen Herstellern, aber vielleicht habt ihr so einen noch von einer analogen Modellbahn, dann müsst ihr den nicht wegschmeißen, sondern den könnt ihr wieder verwenden und man kann den auch immer noch kaufen, dann kann man damit auch digital oder analog fahren. Das ist quasi so eine Alternative. Bitte nicht kombinieren jetzt mit dem Gleisstrom, sonst macht's zipp und das wäre nicht gut. Aber hier seht ihr das kleine Booklet mit drin und da sieht man etwas Besonderes, nämlich, dass dieser Trafo, dieser Transformator, der hat eben 4 Anschlüsse hinten, nämlich rot und braun für das Steuern einer Anlage. Dann wäre das hier der Fahrregler, wo man eben langsam oder schnell fahren kann, ne? Und den brauchen wir nicht. Also das hier oben können wir brauchen wir nicht, das können wir vergessen. Aber wir können das hier nutzen mit Gelb und Braun da hinten. Und das wäre unser Lichtstrom. Und dann können wir nämlich hier sogar den Schalter gleich nutzen und können hier das Licht ein- und ausschalten auf der gesamten Anlage. Und unten habt ihr gerade gesehen, hatte ich mir extra schon Verteilerplatten gebaut. Das heißt, wenn ich jetzt noch auf die Idee kommen würde, ich möchte mir noch eine Innenbeleuchtung für Häuser bauen, habe ich mal mitgebracht, wie sowas aussieht. Habe ich hier eine dabei, gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich habe jetzt mal eine hier von Fissmann mitgebracht. Ja, dann kann man sich zum Beispiel ins Haus gleich so eine Beleuchtung einbauen. Und da gibt es extra diese Kästen, damit dann das Leuchten eben nicht durch alle Zimmer geht, sondern eben zum Beispiel jedes Zimmer einzeln beleuchten kann. Und dann kommen da einfach so LED-Birnchen ran. Und die könnte man auch einfach jetzt hinten an das gelbe und an das braune an den gelben und braunen Stecker oder an die Buchse hier anschließen und dann würden diese LEDs schon leuchten. Können wir dann später bauen, wenn wir die Häuserbeleuchtung zum Beispiel in das, wo haben wir es denn hier, in die Werkstatt einbauen.
dann könnte man das dementsprechend machen und könnte die gleich anschließen und könnte sagen, die ganze Werkstatt soll leuchten oder nur dieses Zimmer hier soll leuchten, an der Seite nur dieser Raum oder nur dieses eine Fenster soll leuchten. Dann könnte man das mit diesen Kästen hinten einfach regeln. Wir können sogar Licht einzeln ein- und ausschalten. Das zeige ich euch bei einem anderen Video nochmal, wie das funktioniert. So, jetzt nehme ich den Lichttrafo ganz kurz und schließe den hier an. Ich sage jetzt einfach Lichttrafo dazu, weil der wird bei mir jetzt keine weitere Funktion haben. Und dann habe ich mir hier auch schon 2 Muffen hingelegt, in Braun und in Gelb. Und jetzt muss ich mir nur einfach wieder 2 Stecker holen irgendwo. So, Stecker. Da sind noch Stecker in meinem Regalschränkchen hier. Also einmal einen gelben Stecker und einmal einen braunen Stecker. Und jetzt brauche ich noch ein braunes und ein gelbes Kabel. So, wo waren meine Kabel? Die waren alle hier unten. Da habe ich mir sogar noch welche offen. So. Nehmen wir die mal einfach her. Die sind auch vom letzten Mal übrig und ihr seht das mit dem Kabelsalat, das kann man wirklich sehr wörtlich nehmen. Das kann man sich dann auch dementsprechend unter der Anlage schön verstauen. Jetzt ist dann die Frage, wo ich diesen Transformator hinstelle, ob ich den dann auch irgendwie unter die Anlage verbauen möchte oder woanders hinstelle. Ich mache jetzt einfach mal schnell ein Kabel, das von der Länge her reichen würde und ziehe mir das einfach kurz in der kleinen Länge hier ab, sodass ich da erstmal den Stecker und die Muffe verbinden kann. So, andere Schraubenzieher, und zwar einen kleinen Schlitzschraubendreher brauchen wir jetzt. Und jetzt habe ich versucht, das mal so zu halten, dass ihr das wieder sehen könnt. Hier an der Seite einfach kurz hier einen Ticken aufschrauben. So. Und, na? Ist noch ein bisschen widerspenstig, oder habe ich den falschen Stecker? Oh, die ist aber fest drin. Na? Das war eine, die hatte ich schon mal verbaut und wieder zugeschraubt, glaube ich. Nehmen wir eine andere. Das dauert mir jetzt zu lange in der Sendung. So, nehmen wir einen anderen Stecker, in der Hoffnung, dass ich... Oder ich habe einfach heute noch keine Kraft in den Fingern, das kann auch sein. Doch, der geht leicht. Also, rauf damit. Auf den Stecker. So. Mit ein bisschen Zug drauf. Und jetzt hier festschrauben. Dann kommt der schon mal auf die Muffe. So, und ich mache das Kabel jetzt ein bisschen länger, als ich es brauche, weil das kann ich auf der anderen Seite noch kürzen, weil da brauche ich jetzt keine Steckerseite drauf machen. Krimmen wir das einfach hier ein bisschen ab mit der Krimmzange. So, schaut her, so an der Seite. Und flupp, abziehen. Und dann kann man das hier machen. Das ist eine ganz normale Krimmzange, die ist jetzt hier mit einem Märklin-Logo drauf, aber da könnt ihr auch natürlich jede andere nehmen, um euch so einen schönen kleinen Draht hier vorzubereiten. So, ich stecke das mal gleich hier an bei Gelb. Ja, vielleicht sieht man das hier gerade sehr schön. Sekunde hier. Ne? Also hier einfach das Ding runterdrücken und dann da rein damit. Und ich mache es nochmal in langsam. Einfach rein. So, würde das reichen. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem braunen Draht. Lösen erstmal so ein bisschen das Kunststoff-Ding da vorne, damit wir an den Draht rankommen. Zwirbeln uns den einmal ein bisschen rum, damit wir den besser einfädeln können in den Stecker. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Stecker sich leichter öffnen lässt. Ja, der mag. So, da stimmt das Kräfteverhältnis zwischen mir und dem Stecker. So, ein bisschen reinstopfen, damit er gut Kontakt hat und nicht gleich wieder rausgeht. Und dann zuschrauben, hier an der Seite einfach zuschrauben hier an der Seite. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Und dann ist das die eine Seite. So, die Seite kommt jetzt eben zu meiner Verlängerung. Oh, ein bisschen viel Kabelsalat hier. So. Und dann ist mein Licht in ein paar Momenten auch schon angeschlossen. So, jetzt können wir schauen, dass es ungefähr gleich lang ist, weil die müssen ja auch ungefähr, oder sollten ja auch an derselben Stelle ankommen. Dann sollte das hier ungefähr an der Stelle reichen. Aufzwicken und wieder den Kunststoff lösen hier oben und einmal rumdrehen. So, und jetzt kommt das auf die andere Seite. Achtung, jetzt aufpassen, da gibt es nämlich 2 dunkle und wir nehmen den dunklen neben dem gelben, ne, weil wir machen Lichtstrom. So, da ist er drin und es leuchtet sogar schon. Schaut mal her, ich weiß nicht, ob man schon erkennen kann.
hier die erste Weichenlaterne ist bereits angegangen. Kann man sehen, oder? Schön. Dann haben wir hier eine zweite Weichenlaterne an der Seite. Die sieht man jetzt nicht so gut. Und wenn wir es von oben mal anschauen, dann kann man vielleicht schon ein bisschen was erkennen. Ne? Von oben sieht man gar nichts, weil die alle oben abgedeckt sind. Aber von der Seite müsste man schon einiges sehen können, wenn man das sich hier anschaut, dass hier die ganzen Weichenlaternen jetzt auch schon leuchten. So, und jetzt könnte ich, wie gesagt, hergehen und könnte mir auch noch die Innenbeleuchtung für die Häuser schon mal anschließen. Den Draht, den würde ich jetzt nicht so einpacken. Das mache ich jetzt nur hier fürs Video, damit wir hier schneller weiterkommen. Und das habe ich dann behauptet, dann liegt er die nächsten 3 Jahre unten sozusagen im Pferch drin. Nee, also immer schön aufräumen, dann findet ihr die Sachen auch leichter wieder und könnt sie vor allem wieder verwenden. Dann müsst ihr nicht andauernd irgendwas neu kaufen. So, wie geht's weiter? Gleisschraube wollte ich schnell fertig machen. Ich drücke hier mal kurz auf Stopp. Jetzt habe ich den Strom auf der Anlage ausgemacht, aber mein Licht leuchtet noch immer, denn das ist ein anderer Trafo jetzt hier. Das war jetzt der da. Und ihr seht, ich kann mit dem Schalter hier hinten jetzt auch das Licht extra ein- und ausschalten. Ich mache jetzt mal den Strom komplett hier aus. Kann man jetzt, ja, ist immer ganz gut zum Arbeiten, den einfach wegzumachen. Ich könnte aber jetzt auch einfach hinten die Kabel lösen. So, die kleine Lokomotive darf kurz mal aufs Abstellgleis, weil 2, 3 Gleise wollte ich noch festschrauben. Habe ich einfach nicht gemacht, weil ich es euch in der Sendung zeigen wollte, wie simpel das ist. Wir nehmen eine Gleisschraube hier und dann könnt ihr hier sehen, nehme ich einfach eine raus oder 2. Und jetzt schauen wir mal, wo ich noch nicht hier Schrauben reingemacht habe. Hier wäre zum Beispiel noch eine Schraube gleich direkt vor mir. Dann gehe ich da mal rein mit dem Schraubenzieher. Das war der falsche, aber das ist in dem Fall jetzt wurscht. Hauptsache Loch. Und dann gehen wir mit der Schraube hier rein an der Seite und schrauben die kurz fest. So. Und dann ist nämlich unsere Bahn auch fest. Na? Also großer Vorteil ist, wenn ihr jetzt da irgendwas noch drunter geschraubt habt mit den Gleisschrauben, ihr könnt die ja auch wieder aufschrauben. Schraubt die bitte einfach nicht zu fest. Also anders gesagt, schraubt sie fest, aber verdreht mir bitte die Schrauben nicht kaputt mit dem Schraubendreher. Dann könnt ihr sie nämlich wieder aufmachen, was den großen Vorteil hat, wenn ihr irgendwann mal unter dem Gleis noch was ändern wollt, könnt ihr es in dieser Phase jetzt noch sehr schön ändern. Na, also zum Beispiel, ihr wollt noch mal ein neues Stromkabel drunter legen oder wollt noch vielleicht ein Gleis mal austauschen, dann können wir das noch machen. Später werden wir vielleicht sogar die Gleise einschottern, das heißt, wir werden da so ein bisschen Gras drumherum machen. Dann wird es schwieriger, die wieder aufzumachen, weil dann möglicherweise hier noch ein bisschen Landschaft drumherum ist, wenn sie eingegipst sind. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich mit dem Heißkleber einfach die Kabel festklebt. Das ist aber dann sehr für die Ewigkeit. Und ich sag mal so, lasst euch in dieser Phase gerne Zeit. Das ist eine sehr schöne Phase. Probefahrt machen, Stellprobe machen für Häuschen. Was soll wo wann stehen? Fährt der Zug so gut? Und wenn ihr dann merkt, nee, das Entkupplungsgleis möchte ich doch woanders haben oder ich möchte nochmal mir zum Beispiel einen stromlosen Abschnitt bauen, wo das Signal automatisch auf Rot geht oder wo das Signal auf Rot geht und es ist auch kein Strom mehr auf der Schiene. Auch sowas kann man sich bauen. Oder ihr wollt nochmal mit Kontaktgleisen arbeiten. Das ist da eine Technik, bei der man dann mit der großen Central Station hier spielen kann. Dann werden zum Beispiel Züge automatisch auf einem Gleis erkannt und dann kann man sagen, sobald der Zug irgendwo drüber gefahren ist, soll was passieren. Also für Automatisierung kann man jetzt so eine Anlage auch immer noch umbauen. Aber das ist auch wunderschön, wenn die jetzt einfach mal so ein Jahr oder so ein halbes Jahr einfach in dem Zustand bleibt und dann macht man irgendwann weiter oder fängt erst mal innen an, was zu modellieren oder sagt, da oben, da wird nicht viel passieren, das können wir schon mal zumachen. Hier vorne bleibt so. Also ich mag solche skelettierten Anlagen, wie man also noch richtig reinschauen kann, sehr, sehr gerne, weil man einfach sich ein bisschen für die Technik noch begeistern kann, die auf so einer Modelleisenbahn eben da zum Tragen kommt. So, wir basteln ein bisschen weiter. Jetzt stecke ich mal den Strom von der Anlage hier komplett ab, weil jetzt wird es mal kurz Zeit für meine Heißklebepistole und die braucht auch ein paar Minuten zum Vorheizen. Na, ich habe jetzt einfach einen Heißkleber hier genommen, ganz normaler Heißkleber und ich hoffe, dass ich noch genügend Klebesticks habe. Ja, da hinten sind noch 2, 3. Also ganz normaler Heißkleber, Heißklebepistole und die werde ich jetzt schon mal ein bisschen einheizen. Ein paar Minuten, dass wir dann gleich loslegen können. Die liegt jetzt hier gut auf der Platte. Passt mir auf, dass die nicht auf dem Gleis liegt, weil das ist immer ein bisschen doof, Heißkleber wieder vom Märklin-Gleis runterzubekommen oder auch von der Lokomotive. Deswegen nehmt alles, was schön sein soll und schön bleiben soll, am besten vom Gleis runter. Ich mache es manchmal auch sogar so, dass ich ein bisschen Kreppband nehme
und mit Kreppband die Gleise komplett abklebe. Also wie beim Renovieren zu Hause, wenn man neu weißelt, einfach die Gleise mit dem Kreppband abkleben, dann kommt da nichts aufs Gleis drauf. Dann ist es wurscht, ob der Heißkleber mal kurz an der Seite ein bisschen rumgeklebt habt. Sonst legt euch einfach irgendwas drunter, was dann eben gerne auch mal voller Kleber sein darf, ein Papier oder sowas in der Richtung oder ein Stück Holz. Holz ist natürlich jetzt hier im besten Fall, weil das kann heiß werden, da passiert nichts. Ne? So. Während der Kleber klebt, beziehungsweise während der Kleber aufheizt, schauen wir erstmal, wie es als nächstes weitergeht. Und zwar geht es so weiter mit diesen kleinen Freunden hier, die ich jetzt mal mitgebracht habe. Das sind diese Kunststoffverbinder, die wir brauchen können, um eine Geländestruktur zu bauen. Und die verbinden wir jetzt zusammen mit so einem Stück Holz. Und dazu brauchen wir jetzt noch ein ganz normales Bastelmesser. Und jetzt können wir das erstmal kürzen. Na, ich gebe euch da erstmal so ein Gefühl dafür, wie hoch so ein Berg sein kann, indem wir das einfach mal in der Mitte kürzen. Ich nehme jetzt mal dieses Ding hier und Achtung, das ist, müsst ihr gar nicht so einfach leicht anrollen, so wie hier jetzt. Ja, ein bisschen drüber rollen, 1, 2, 3, 4, 5 Mal so einfach rollen. Und dann habt ihr hier so eine kleine Einkerbung. Und ihr müsst gar nicht komplett durchsägen oder durchbohren. Das ist überhaupt nicht notwendig, aber jetzt kann man die einfach auseinanderbrechen. Und jetzt hat man diesen kleinen Stab schon so gekürzt. Ne? Jetzt ist unser Berg schon ein bisschen weniger hoch, aber schaut euch das mal an. Wenn wir das jetzt als Berg nehmen würden, huiuiui, da sind wir ja wie viele Lokomotiven hoch? 1, 2, 3, 4 Lokomotiven hoch. Das wäre schon ein ganz schön ordentlicher Berg. Ja, da können wir einen Gotthardtunnel nachbauen. Also ich mache jetzt noch mal die Hälfte davon. Ungefähr die Hälfte ist ungefähr hier. So, roll das wieder ab. Schaut, dass eure Finger weit weg sind von dem Messer. Deswegen ist es mit dem Abrollen eigentlich hier ganz gut. So, 3, 2, 1. Machen wir noch ein paar Mal. Schön drüber rollen, nicht zu viel Druck. Und jetzt einfach wieder abbrechen. Und jetzt haben wir unseren Berg schon ein bisschen reduziert in der Höhe. Na, jetzt ist er noch vielleicht so eine Hand hoch in der Größenordnung. So, und jetzt nehmen wir die beiden nochmal und rollen die wieder ab. Aber nur die beiden jetzt mal. So, passt mit dem Finger wieder auf. Ne? Und dann trennen wir die auch wieder. Und jetzt können wir diese beiden zum Beispiel da reinstecken und können das auch nochmal hier in der Mitte auftrennen. So, einfach mit dem Bastelmesser hier reinschneiden. Und jetzt haben wir zum Beispiel schon uns so eine Auffahrt quasi gebaut, hier an der Seite. Ne? Jetzt können wir da schon nach oben bauen. Und jetzt schaut euch das mal von der Größe an, das ist nicht so hoch, das wirkt ganz, ganz klein eigentlich. Ja. Und jetzt stelle ich das mal da hinten auf die Anlage, damit ihr sehen könnt, das ist schon größer als mein Haus. Ja, aber jetzt muss ich natürlich nicht ebenerdig drauf gehen. Ich stelle da mal was drauf, damit ihr sehen könnt, wie hoch jetzt unser Haus stehen würde, wenn wir das hier draufstellen. Ja, das wäre schon quasi eine komplett zweite Etage, in der wir dann dieses Haus hätten, wenn es hier oben steht. Also wäre schon richtig weit oben auf dem Berg. Und damit das realistisch ist, damit da auch eine Straße rauffahren kann, müssten wir natürlich dann dementsprechend viele solche kleinen Elemente bauen, die dann immer kleiner werden. Und damit das ein bisschen schneller geht und man das ein bisschen leichter bauen kann, kann man eben diese Sachen dann auch kombinieren. Ich packe das nochmal hier aus, was wir hier haben. Und dann kann man jetzt eben das auch anderweitig verbinden. Und dann, was machen wir? Was brauchen wir am besten? Wir nehmen mal so eins jetzt hierher. So einen. Da haben wir so einen Dreierverbinder hier an der Seite. Und jetzt könnten wir zum Beispiel Folgendes machen. Wir machen das nochmal auf hier. So. Und stecken den hier oben mal drauf. So. Fahren den da ein bisschen rein. Ne, so in der Richtung. Und jetzt nehmen wir den da oben zum Beispiel gar nicht drauf, sondern verbinden gleich den hier an der Seite, den langen, und den kurzen hier. So, und damit kriegen wir jetzt so eine Struktur hin, so eine Bergstruktur. Jetzt haben wir gleich hier eine Auffahrt zum Beispiel, die ist noch sehr, sehr steil. Wir können aber auch theoretisch das wieder jetzt verbinden mit so einem Doppelverbinder. So einer hier an der Seite. Den schieben wir jetzt hier rein. Der geht ein bisschen weiter rein hier. Und da nehmen wir zum Beispiel den hier. Und jetzt können wir das auch so hinkleben an die Seite. Und damit bekommen wir eben jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr stabile Bergstruktur, die wir dann eben mit so einem Kreppband ummanteln können. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ja? Also
Möglichst viele kleine solche Elemente sich basteln, ergeben dann zum Beispiel genau das, was ihr hier schon sehen könnt. Hier haben wir das mal gemacht. Hier ist es extra noch ein bisschen skelettiert an der Seite. Und damit kommt man eben hier sehr gut in diesen Berg ran. Das heißt, ich könnte zum Beispiel das jetzt hier noch hinstellen und könnte sagen, hier will ich wieder nach oben kommen oder hier geht es wieder rauf oder hier geht es rüber. Und auf die Art und Weise kann ich mir dann zum Beispiel auch ein ganzes Tunnel hier drüber setzen oder hier einen riesengroßen Berg bauen mit diesen kleinen Streben. No? Also das wäre jetzt so die einfache Art und Weise. Das lasse ich jetzt einfach mal kurz hier liegen. Achso, man kann das auch noch mal irgendwo hinkleben. Hier mit der Heißklebepistole sieht man das sehr schön. Kann man dann eben auch diese Sachen direkt auf die Platte kleben. Ne? Schau es mal in der Deckenkamera noch mal kurz an. Also man kann es auch direkt hier auf die Platte kleben und dann könnte man dementsprechend auch gleich hier von dem Boden in diese Struktur. Dann spart man sich diese Elemente für oben auf, wo man dann zum Beispiel eine Platte aufsetzt, auf der dann ein Häuschen auf einer anderen Ebene stehen kann. Theoretisch kann man sich auf diese Art und Weise auch ganze Bahntrassen bauen. Also wir müssten jetzt nicht direkt die Schienen hier auf die Platte unten legen, sondern wir könnten auch die ganze Bahn nach oben legen. Dann hätten wir noch einen doppelten Boden. Dann könnte man vielleicht noch einen Schattenbahnhof unten bauen, den verstecken, mit einem Gleiswendel arbeiten, wo dann der Zug so sich wie so eine Helix nach unten bewegt und runterfährt. Könnte man alles machen. So, jetzt habe ich die Zeit ein bisschen überbrückt, in der der Heißkleber heiß werden konnte. Bedeutet, wenn alles gut gegangen ist, dann können wir, ja, da sehe ich doch schon, da tropft doch schon was, können wir jetzt unser Geländekrepp nehmen und können das Geländekrepp ein bisschen zurechtschneiden. Ne? Also einfach wäre natürlich jetzt einfach drauflegen, festkleben, haben wir es, aber dann sieht es halt nicht schön aus. Sonst machen wir uns einfach kleinere Streifen davon und mit diesen kleinen Streifen können wir dann eben sehr detailliert arbeiten. Ich mache jetzt mal hier so einen Streifen in der Größe und dann mache ich noch einen zweiten Streifen in der Größe. Je kleinteiliger ihr hier bastelt, desto schöner wird euer Berg, desto schöner wird eure Böschung, eure Auffahrt. Also bastelt da lieber kleinteiliger, dann kriegt ihr diese Form richtig realistisch hin. Ihr könnt auch statt diesem Crepe was anderes nehmen. Ich zeige euch da gleich noch eine zweite Möglichkeit. Ich habe nämlich vor, gleich über dieses Crepe drüber zu gipsen. Vielleicht sagt ihr, ja, aber Gipsen, weiß ich nicht. Ne? Dann gibt es noch eine Alternative und die zeige ich euch auch gleich bei der Gelegenheit mal. Und zwar gibt es von verschiedensten Herstellern gibt's so Knitterfolien, die man sich besorgen kann. Und diese Knitterfolie, die sieht dann zum Beispiel schon aus wie ein Berg. Na, da haben wir schon sowas. Na, das ist jetzt ein Knitterfelsen und den können wir jetzt einfach da reinknittern. Da können wir einfach hier so ein bisschen das reinmachen und dann kann man das auch schon hier reingeben. Je kleinteiliger man hier wieder knittert, desto schöner wird es. Also hier knittern wir einfach nur Papier, ne? Und dann knittert es hier richtig schön an der Seite und dann können wir das auch da einfach drauflegen auf den Berg und dann knittern wir uns einfach hier den Berg nach oben. Na, dann hat man das auch schon. Also auch das würde man aber jetzt nicht im Ganzen machen, sondern auch da würde man sich jetzt einfach vielleicht ein Stück abschneiden von diesem Knitterfelsen und dann würde man dann vor allem auch wieder irgendwelche Grasbüschel dazwischen kleben, so wie das hier eigentlich sehr schön auf diesem Bild gezeigt ist. Da sieht man das sehr schön, wie das dann aussieht, wenn man hier so dazwischen knittert und dann mal wieder so einen Grasbüschel reinlegt an der Seite, wie das hier funktioniert. Gibt es auch einen Videoclip, könnt ihr kurz mal scannen, ja? Und dann könnt ihr euch das auch anschauen. So, also, wir knittern, wir kleben und wir machen hier weiter, denn ich möchte heute ein bisschen anfangen mit dem Gipsen, dass ich bis zur nächsten Episode den Gips trocken habe und wir hier loslegen können. So, jetzt machen wir einfach hier mal so einen Klebestreifen drauf und es ist ganz gut, dass wir diesen Stab hier noch an der Seite haben, dann können wir nämlich den gleich nehmen und den Kleber damit festdrücken. Dann muss ich mir die Finger nicht verbrennen an der Heißklebepistole. So, hier einfach ein bisschen drauf damit. Dann kann man das hier mal so andrücken, leicht an der Seite. Ja, das ist, man merkt unterm Crepe, das wird schon ganz schön warm. Und dann haben wir das gleich hier so verwendet. Und dann machen wir die Klebefäden noch weg. Dann machen wir das gleich nochmal hier an der Seite und kleben das hier fest und gehen darüber an die Seite. Dann baue ich mir da einfach so eine kleine Verkleidung hier, ummantel das Ganze mit diesem Geländekrepp. Ja, in der Mitte muss ich es jetzt noch nicht festkleben. Je nachdem, wie kleinteilig oder wie großflächig ich damit arbeite, geht es halt schneller oder langsamer. Je langsamer ihr das macht, desto schöner werden die Details. Na, ich mache das für YouTube hier einfach ein bisschen schneller mit euch, versuche aber trotzdem, dass es schön wird. So, also das ist auch nichts, was man jetzt als Anfänger nicht sich einfach ausprobieren könnte. Da kann man ein bisschen probieren, ein bisschen testen. Das wird eigentlich alles ganz schön. So, ja, also
bisschen Struktur drauf auf den Felsen. Dann haben wir das hier und jetzt haben wir schon so eine schöne Auffahrt. Hier, jetzt könnt ihr das hier noch festkleben. Ihr merkt, da ist aber nicht viel drunter. Ja, das heißt, ich kann das natürlich auch ein bisschen spannen, dieses Krepppapier. Dann bekommt es wieder eine geradere Struktur. Wenn ich dann später mit dem Gips drüber gehe, dann wird das vielleicht auch halten. Besser wäre es aber, wenn ich da zum Beispiel sage, na, das ist mir noch zu locker, da mache ich mir vielleicht doch noch 2, 3 Streben drunter. Und jetzt, wenn ich die gerade in der Hand habe, könnte ich zum Beispiel hierher gehen und könnte sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel hier direkt rein und mache da noch so eine Querstrebe drüber. Na, so hier zum Beispiel die beiden noch, damit es noch ein bisschen mehr Struktur hier bekommt. Das würde jetzt zum Beispiel ganz gut funktionieren, da noch die reinzumachen, damit es hier nicht so ganz gerade runter geht. Na, das wäre schon fast wieder ein Ticken zu hoch, wobei an der anderen Seite könnte das auch schön aussehen. Na, also jetzt können wir das noch testen und können hier zum Beispiel noch mal rauf oder wieder runter gehen. Es wird halt dann hier sehr steil runter, aber wir können auch hier so eine Mulde reinbasteln. Das geht hier alles an der Seite ganz gut. Ich mache den Berg jetzt ein bisschen kleiner. Das heißt, ich kürze mir jetzt einfach hier mein Geländekrepp an der Seite oder lasse es so. Das heißt, ich klebe es jetzt hier unten einfach am Boden fest mit nicht so viel Spannung. Und dann klebe ich das jetzt hier einfach drauf an der Stelle, ummantel das hier an der Stelle schön, damit ich dann später mit dem Gips drüber komme. Das muss nicht komplett dicht sein, aber je dichter das ist, desto besser könnt ihr später den Gips da auftragen. Und dann sieht das auch wieder gut aus. So, jetzt machen wir das hier an der Stelle hin. Das kleben wir da fest, ziehen wir den Streifen darüber und dann da runter. Und wenn da jetzt ein bisschen zu viel Kleber dran ist, macht das in der Phase auch nichts. So, weil das wird später, wie gesagt, umgipst. Können wir auch mal drüber gehen, hier so an der Seite. So, ne, und jetzt den nächsten Streifen und können das da drauf setzen. Das wird jetzt ein sehr, sehr gerader Berg hier. Also das ist fast ein bisschen zu gerade. Aber wir können das auch wieder kombinieren mit der Knitterfolie, wenn wir wollen. Na, und können die dann zum Beispiel nutzen, um da irgendwie drauf zu kommen. So, jetzt habe ich hier das noch ein bisschen. Wie gesagt, später kann man es mit Gips ja auch noch ein bisschen ausgleichen, indem man dann den Gips nicht ganz so gerade drauf macht. Aber auf die Art und Weise können wir jetzt auch noch mal hier so rüber gehen. Und dann wird es hier sehr schön flach an der Seite oder eben bergig. So, das mache ich jetzt einfach in aller Ruhe. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn es fertig ist. In der nächsten Episode gipsen wir dann ein bisschen und machen weiter. Sonst müsst ihr heute noch irgendwie 2 Stunden warten in diesem Video. Deswegen, ich klebe das jetzt mal fest. Und dann schaut ihr in der nächsten Episode zu, wie es dann weitergegangen ist, wenn wir dann auch mit Farben arbeiten und mit Strukturpaste für den Boden, für die Straßen und alles weitere. Viel Spaß beim Nachbasteln und immer wieder mal zwischendrin eine Pause machen, um einfach eine schöne Runde wieder mit der Bahn zu drehen. Also während der Kleber trocknet, während der Gips trocknet, einfach immer Spaß haben mit der kleinen Bahn und zwischendrin einfach wieder eine kleine Runde drehen mit der richtigen Lok. Hier ist sie. Und dann kann die auch gleich losfahren. So, hier geht's los. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zur nächsten Episode. Da ist ein Kabel im Weg.